Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe Emojis gebacken und möchte diese euch in meinem heutigen Video zeigen. Ich habe diese als Kugeln gebacken und aufeinander gestapelt. Der obere ist zwar nachher ein bisschen zusammengedrückt und in sich eingesunken, aber wir fanden alle unterm Strich, sah diese Torte trotz des etwas zusammengesunkenen Emojis richtig klasse aus, und sie kam auch bei den Schulkindern. Diese haben nämlich diese von mir geschenkt bekommen, kam sie richtig gut an. Wir haben damit gestartet, ein Gestell zu bauen, denn 3 Kugeln aufeinander stapeln, das würde überhaupt nicht halten, deswegen braucht das eine Innenkonstruktion. Dazu sind wir in den Baumarkt gegangen, haben eine Birkenholzplatte uns zurechtschneiden lassen, einen Gewindestab sowie die passenden Muttern und Unterlegscheiben gekauft. Füße, das waren 4 Türstopper, weil wir hatten nichts anderes gefunden, aber das sah nachher richtig klasse aus. Zusammengeschraubt hat das Ganze mein Mann, und wie er das gemacht hat, das seht ihr jetzt gleich. Dekoriert habe ich das Cakeboard mit grün eingefärbten Kokosraspel und Royal Icing. Ich habe hier die Mitte der Holzplatte markiert und mit einem entsprechend großen Bohrer ein Loch hineingebohrt. Meine Holzplatte hatte übrigens ein Maß von 30 x 30 cm. Das Loch muss natürlich genauso groß sein, dass die Gewindestange durchpasst. Meine Gewindestange war eine 8 mm Stange. Anschließend wurden die Füße bzw. die Türstopper an allen 4 Ecken mit Holzschrauben festgeschraubt. Und die Gewindestange mit den passenden Unterlegscheiben und Muttern befestigt. Anschließend schneide ich noch eine Kaperplatte zurecht. Eine Kaperplatte, das ist eine Leichtschaumplatte, die man unter anderem im Architekturbedarf kaufen kann. Diese verwende ich meistens als Cakeboard, verwende sie einmal und nach der Benutzung kann ich sie einfach nur wegwerfen. Meine Kaperplatte schneide ich genauso groß wie die Holzplatte und bohre mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in die Mitte. Diese Kaperplatte gebe ich dann auf meine Holzplatte und klebe sie mit doppelseitigem Klebeband fest. Warum mache ich das? Das ist ganz einfach, denn ich möchte meine Lebensmittel vor der Holzplatte, vor der Unterlegscheibe, der Mutter und auch vor der Gewindestange schützen. Und wenn die Torte später aufgegessen ist, kann ich die dekorierte Kaperplatte einfach wieder abnehmen, entsorgen und mein Gestell wieder für eine nächste Torte weiterverwenden. Zum Dekorieren nehme ich ein paar Kokosraspel und grüne Lebensmittelfarbe. Die grüne Lebensmittelfarbe, das ist eine Pastenfarbe, die muss erst noch mit ein klein wenig Wasser verrührt werden. Dieses gebe ich dann mit in den Beutel zu den Kokosraspel und knete einmal alles kräftig durch, bis die Kokosraspel schön gleichmäßig grün eingefärbt sind.
Anschließend rühre ich noch ein Royal Icing an. Dieses besteht bei mir aus einer Packung Puderzucker, also 250 Gramm, 2 Teelöffel Meringuepulver und etwas Wasser. Und da das Royal Icing bei mir grün werden soll, habe ich das Wasser, so wie eben, mit etwas grüner Lebensmittelfarbe eingefärbt. Die Konsistenz darf nicht fließend sein, sollte aber auch nicht zu fest sein, denn dieses wird nun auf die Kaperplatte aufgestrichen und anschließend, solange es noch feucht ist, mit den Kokosraspeln bestreut. Diese drücke ich dann etwas fest, damit sie auf dem Royal Icing kleben bleiben. Gebacken habe ich hierfür ganz viel Kuchen. Die einzelnen Rezepte, die ich hier für diese Torte verwendet habe, zeige ich euch jetzt nicht mehr in diesem Video. Die gibt es, gerade auch die Kuchenrezepte, gibt es als separates Video. Ihr findet alle Links hier unter dem Video in der Infobox. Gestartet habe ich mit dem größten Emoji, mit dem unteren. Diesen habe ich zweimal hier eine Halbkugel gebacken. Das ist eine Edelstahlschüssel von Ikea mit einem Durchmesser von 20 cm. Hierzu habe ich mir zweimal das Wunderkuchenrezept angerührt und habe zweimal so eine Halbkugel gebacken. Der mittlere Emoji, der ist in diesen Wilton Backformen gebacken worden. Diese haben einen Durchmesser von 16 cm. Hier habe ich ein Rührkuchenrezept in der Schoko-Variante angerührt, auf beide Formen aufgeteilt und gebacken. Der obere Emoji, der kleinste, der mir leider nachher zusammengesunken ist in diesen kleinen Ikea Edelstahlschüsseln gebacken worden. Diese haben einen Durchmesser von 12 cm. Hierzu habe ich das halbe Wunderkuchenrezept in der Kokosvariante angerührt. Gefüllt habe ich den unteren und den mittleren Emoji mit einer italienischen Meringue-Buttercreme und eingestrichen habe ich die beiden Torten mit heller und mit dunkler Schokoladenganache. Der obere, der kleine Emoji, ist mit einer leckeren Kokosbuttercreme eingestrichen worden. Gestartet habe ich mit den zwei unteren, mit den zwei großen Halbkugeln. Hier nehme ich die Edelstahlschüssel, besprühe sie kräftig mit Backtrennspray und bemehle sie. Statt dem Backtrennspray könnt ihr natürlich auch hier Öl oder Butter verwenden. Wichtig ist, dass sie gut bemehlt ist, damit der Kuchen später nicht kleben bleibt. Ich habe hier, wie ich eben schon gesagt habe, ein Wunderkuchenrezept angerührt, habe mir dieses in 3 Portionen geteilt und mit Lebensmittelfarben eingefärbt. Diese gebe ich nun klecksweise hier hinein, rüttel nochmal an meiner Schüssel, damit sich der Teig etwas verteilt und backe ihn dann schließlich. Ein zweites Mal habe ich nochmal den Wunderkuchen angerührt und mit blauer und weißer Lebensmittelfarbe ebenso eingefärbt. Dieses ist natürlich ganz optional, hier könnt ihr backen, was ihr gerne möchtet. Für den mittleren Emoji, für die Wilton Backform, habe ich einen Schokorührkuchen angerührt und ebenso in die gefettete und bemehlte Backform verteilt und gebacken. Die kleine Kugel ist ein halbes Wunderkuchenrezept. Auch hier habe ich die Backform gefettet, bemehlt und den Teig gleichmäßig darin aufgeteilt. Nachdem die Kuchen nun alle gebacken und ausgekühlt waren, habe ich sie gefüllt und zusammengesetzt. Die untere Kugel fülle ich mit einer italienischen Buttercreme und streiche sie mit einer weißen Schokoladenganache ein. Ich habe sie schon zweimal waagerecht durchgeteilt. Gebe nun etwas Buttercreme obendrauf, streiche diese glatt und befülle sie noch ein zweites Mal.
Die Lücken außen befülle ich auch noch mit etwas Buttercreme, streiche sie glatt und gebe den Kuchen für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Mit der zweiten großen Halbkugel verfahre ich ganz genauso. Von der Buttercreme hebe ich mir allerdings etwas auf, denn ein klein wenig brauche ich noch für die mittlere Kugel. Wenn die Kuchen nun gut durchgekühlt sind, die Füllung fest geworden ist, werden sie außen eingestrichen. Die zwei unteren Halbkugeln bestreiche ich mit der weißen Schokoladenganache. Hier gebe ich mir einfach etwas obendrauf, streiche diese mit einer kleinen Winkelpalette grob glatt und glätte sie mit einem Frischkäsedeckel. Hier habe ich einfach nur den dicken festen Rand abgeschnitten und glätte damit die Halbkugel. Diesen Tipp habe ich mir bei der Kuchenfee mal abgeschaut und wie ihr seht, geht das mit dem Glätten von Halbkugeln damit ganz schnell. Die zweite Halbkugel verfahre ich natürlich genauso und gebe auch diese in den Kühlschrank. Etwas Buttercreme hatte ich mir ja aufgehoben. Hier gebe ich etwas dunkle Schokoladenganache hinein, damit ich eine leckere Schokobuttercreme erhalte. Mit der dunklen Schokoladenganache wird nachher die mittlere Halbkugel eingestrichen und mit der Schokobuttercreme befülle ich beide Halbkugeln, die ich einmal in der Mitte waagerecht durchgeschnitten habe. Hier verfahre ich ganz genauso wie bei der unteren, bei der großen Kugel, befülle die Lücken noch einmal, mache das Ganze noch mit der zweiten Halbkugel und gebe auch diese in den Kühlschrank, bevor ich sie dann schließlich mit der Schokoladenganache genauso einstreiche. Die oberste, die kleine Kugel, wird mit einer Kokosbuttercreme eingestrichen. Hier habe ich beschlossen, diese nicht zu füllen. Ich streiche diese einfach nur mit der Buttercreme ein, glätte beide Halbkugeln und gebe diese ganz genauso in den Kühlschrank. Wenn alle Schichten fest geworden sind, wird das Ganze noch ein zweites Mal wiederholt. Das heißt, die unteren beiden Halbkugeln werden ein zweites Mal mit der weißen Schokoladenganache eingestrichen, die mittleren Halbkugeln ein zweites Mal mit der dunklen Schokoladenganache und die beiden kleinen Halbkugeln mit der Kokosbuttercreme. Nach dieser zweiten Kühlzeit hole ich mir die erste Kugel, die große Kugel, drehe sie einmal herum, bestreiche die Oberfläche mit Ganache und gebe eine Tortenpappe obendrauf. Diese Tortenpappe ist genauso groß wie die Halbkugel, also 20 cm. In die Mitte habe ich ein Loch geschnitten, was genauso groß ist wie der Tortendübel, die ich in die Torte noch mit hineinstecke. Die Tortenpappe klebe ich nun hier auf die Oberfläche, gebe auch hier etwas Ganache oben drauf und gebe die zweite Halbkugel darauf. Anschließend nehme ich einen Schaschlikspieß und piekse diesen in die Mitte hinein, markiere mit einem Lebensmittelfarbstift oben das Ende und schneide meinen Tortendübel auf genau diese Länge zurecht. Das funktioniert ganz einfach mit einem Messer mit Wellenschliff. Dieser Tortendübel schützt meine Lebensmittel vor der Gewindestange und deswegen gebe ich diesen in alle 3 Kugeln mittig hinein. Und damit ich auch die Mitte treffe, gebe ich zur Hilfe nochmal den Schaschlikspieß hinein und stecke dann den Tortendübel komplett in die Torte. Die Lücke wird noch mit etwas Schokoladenganache gefüllt und ebenso glatt gestrichen. Anschließend kommt die Torte wieder in den Kühlschrank und ich verfahre mit der mittleren und mit der kleinen Torte ganz genauso.
Während meine 3 Kugeln nun im Kühlschrank nochmal gut durchkühlen, färbe ich mir schon mal den Fondant ein. Ich nehme hier Lebensmittelpastenfarbe in Zitronengelb und Goldgelb. Außerdem verwende ich heute den Massaticino Tropic Fondant, da dieser zum Eindecken von Kugeln super geeignet ist. Insgesamt verwende ich 2,5 Kilo, die ich nacheinander in kleineren Stücken weich knete und mit den gelben Farben einfärbe. Als erstes decke ich die große Kugel ein. Dazu schneide ich ein großes Stück von meinem gelben Fondant ab und rolle dieses auf etwas Speisestärke auf meiner Arbeitsplatte aus. Die Speisestärke bezweckt, dass der Fondant an der Arbeitsfläche nicht kleben bleibt. Anschließend hole ich die Kugel, besprühe sie mit Backtrennspray, da sie durch das Kühlen nun trocken ist und der Fondant ansonsten nicht kleben bleiben würde. Mit Hilfe meines Ausrollstabes hebe ich den Fondant auf die Kugel und decke diese damit ein. Kugeln einzudecken ist nicht ganz so einfach, braucht auf jeden Fall Zeit und Geduld, da nach unten hin das Ganze immer sehr viele Falten wirft. Außerdem empfehle ich auf jeden Fall, den Fondant nicht zu dünn auszurollen, da er durch das Eindecken sich nach unten hin automatisch etwas dünner zieht, und wenn er von Anfang an zu dünn ausgerollt ist, würde er irgendwann anfangen einzureißen. Ich nehme jetzt erstmal den groben Überschuss etwas weg und arbeite dann die untere Kante nochmal möglichst faltenfrei aus. Zu 100% faltenfrei wird es leider nicht. Ganz kleine Falten bleiben bei mir immer noch mal übrig, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Durch die Kokosraspel auf dem Cakeboard wird das Ganze nachher kaschiert und man sieht das überhaupt nicht mehr. Ich drücke jetzt erst noch mal den Fondant mit meinen Fingern möglichst hier unten in die Kante hinein. Arbeite dann mit einem Modelliertool nochmal nach, indem ich den Fondant hier drunter schiebe und automatisch den restlichen Überschuss damit abnehme. Anschließend wird die Torte geklettet, und da dieses mit dem Fondantkletter nicht ganz so gut funktioniert, verwende ich einfach ein Stückchen Fondant. Dazu bepudere ich die Torte mit etwas Speisestärke und poliere mit dem Stück Fondant so lange über die Torte, bis sie schön glatt ist und mir gefällt. Die untere Kante kann nochmal mit einem Messer oder, wie ich das hier mache, mit einem Marzipanmesser unter die Torte gedrückt werden, und anschließend ist die Torte soweit fertig und ich verfahre mit der mittleren und mit der kleinen Kugel ganz genauso. Wenn alle 3 Kugeln nun mit dem gelben Fondant eingedeckt sind, können sie auch schon auf das zuvor vorbereitete Gestell aufgestapelt werden. Hierzu nehme ich natürlich als allererstes die große Kugel, führe diese in den Gewindestab hinein und gebe nun eine Schraube hier drauf. Diese Schraube passt perfekt in den Tortendübel hinein, sodass sie auf keinen Fall mit dem Kuchen in Berührung kommt. Da ich sie nun auch etwas versenken möchte in dem Tortendübel, nehme ich mir ganz einfach eine Pinzette und drehe die Schraube noch etwas weiter in den Tortendübel hinein. Anschließend nehme ich mir ein kleines Stück Kaperplatte. Hier habe ich mir einfach einen kleinen Kreis ausgeschnitten, in die Mitte ein Loch gepiekst. Dieses gebe ich nun hier oben drauf. Anschließend folgt eine Unterlegscheibe und ein kleines Stück Tortenpappe, damit auch die Unterlegscheibe nicht mit der Torte in Berührung kommt. Hierauf gebe ich wieder eine Schraube, drehe diese fest, gebe etwas Royal Icing oben drauf, das hatte ich noch übrig, und fädle die zweite, die mittlere Torte hier oben drauf. Genau dasselbe mache ich dann noch einmal und setze hierauf dann die obere Torte.
Da ich die obere Torte etwas verdrückt habe, durch die Wärme war die Buttercreme doch sehr weich gewesen, poliere ich das Ganze noch einmal nach. Anschließend werden die Torten dekoriert. Hier könnt ihr natürlich Emojis nehmen, die ihr gerne möchtet. Ich habe sie mir im Internet ausgesucht, auf meinen PC gespeichert, in entsprechender Größe ausgedruckt und schneide mir nun hier die Teile aus dem Gesicht aus, die ich dann als Schablone für den Fondant verwende. Mit einem Bastelskalpell schneide ich mir alle Teile, die ich aus dem Gesicht benötige, nun aus dem Fondant aus und klebe alles mit essbarem Zuckerkleber auf den Torten fest. Ich habe noch etwas Individualität in meine Torte hineingebracht und klebe nun ein paar Haare aus gelbem Fondant mittig auf den oberen Emoji obendrauf. Der mittlere und der obere Emoji bekommen von mir Beinchen. Dazu knete ich etwas CMC in den Fondant hinein. CMC bezweckt, dass der Fondant schneller und stabiler aushärtet. Anschließend rolle ich mir eine Schlange, schneide mir 2 gleichmäßig große Stücke ab, drücke die eine Seite mit meinem Finger flach und biege sie senkrecht nach oben, denn das bildet nämlich den Fuß. Diese lege ich nun zum Trocknen an einen Gegenstand. Ich verwende hier einen Ausrollstab und fertige für den mittleren Emoji 2 etwas längere Beine. Anschließend klebe ich nun noch die Beinchen fest. Diese haben bei mir eine halbe Stunde gelegen, sind nun etwas angetrocknet und ich kann sie problemlos an beide Torten ankleben. Zu guter Letzt bekommt auch der mittlere Emoji noch ein paar Haare, sodass dieser Übergang etwas kaschiert ist, und dann war meine Torte auch schon fertig gewesen. Alle Rezepte, die ich für diese Torte verwendet habe, findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Ich habe zu dieser Torte einen passenden Blogbeitrag geschrieben und den Link zu diesem Blogbeitrag findet ihr jetzt hier oben in der Infocard und natürlich auch in der Infobox. In die Infobox verlinke ich euch auch alle Produkte, die ich für diese Torte verwendet habe, falls ihr euch für das ein oder andere interessiert. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf euer Feedback, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen möchtet, dann schaut einfach hier rechts oder links mal vorbei. In der Mitte könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!